In dieser letzten Folge, in der wir noch in Neustadt sind, fangen wir an, unsere doch länger gewordene To-Do-Liste an Boatwork abzuarbeiten. Dies wird jetzt auch die letzte Folge unseres Osterturns sein, bevor es dann nächstes Mal wieder mit einem richtigen Reisevideo in die Schlei weitergeht. Also nochmal zum Ruder. Hier kommt das Ruder von oben runter. Bobbel, dreh mal ein bisschen am Steuerrad. Direkt drüber, jawohl. Und dann geht es zum Anschlag und zurück. Sehr schön. Und jetzt hat es hier einen Außen- und Innensteuerstand, sodass wir entkoppeln, wenn wir ihn nicht steuern. Und das ist eben auch mechanisch gelöst. Ziemlich cool. Es gibt außen eine Leine, eine kleine, und die kann man eben anspannen. Okay, jetzt mal anspannen. Das ist hier, da kommt Zug drauf und dann ist es hier so ein Not-Fehler-Prinzip. Okay, stopp, aber wo ist dann hier das Problem? Ich erkläre schnell. Das Problem ist gerade, dass der Zapfen, den ich hier einmal zeige, dass der noch nicht hoch genug über dem unteren Ruderteil ist und somit immer schleift. Deshalb muss man immer am Innensteuerstand wackeln, damit der Zapfen rausrutscht und man nur noch am Außensteuerstand steuern kann. Versucht, dass die Entkopplung vom Innen- zum Außensteuerstand, dass wir das in Ruhe einstellen können, mussten wir jetzt erstmal schauen, dass wir gegen diese Feder einen Druck aufbringen, damit dieses Zapfen- und Feder-Nut-Prinzip, dass es jetzt eben angehoben wird. Deswegen haben wir kurz diese kleine Dynama-Leine über die Winch genommen und haben damit jetzt schön unten Zug. Jetzt schiebe ich in dieses System was rein und dann passt es. Ich zeige es mal. Hier sind die Zapfen. Und man sieht jetzt, was wir erreicht haben. Wir haben vorher mit einer Winch nochmal die Dynama-Schnur so ein bisschen nachgespannt, dass der Knoten, den ich verkürzt habe, schön einruckt. Das ist er jetzt. Und wir haben jetzt oben die Spannung drauf und damit hier einen ganz kleinen Abstand zwischen dem Zapfen und dem unteren. Und das ist ja die Stange für den Innenfahrsteuerstand. Und das sind die Zapfen, die raus müssen, damit er nicht die ganze Zeit beim Lenken quasi mitläuft. Und dann haben wir das kurz blockiert hier, haben jetzt aber Druck drauf, sodass ich jetzt diese Lösung hier wahrscheinlich entfernen kann, schätze ich mal. Und dann nehmen wir das jetzt raus. So. Und haben immer noch, jetzt stehen wir unter Zug, ein ganz kleines bisschen Luft. Das heißt, wenn man jetzt den Innensteuerstand dreht, dann ist der komplett entlastet oder entkoppelt von unserem Außensteuerstand. Jetzt mal Innensteuerstand drehen bitte. Innensteuerstand dreht sich, hat aber keinen Einfluss, weil die entkoppelt ist, kann also nicht unten am Ruder irgendwas machen. Gut, jetzt bitte die Leine entspannen im Cockpit. Jetzt wird die Dynama-Leine hier entspannt. Und durch den Druck von der Feder kommt das System hier jetzt Druck. Jetzt ein bisschen Außen- oder Innensteuerstand, ja genau, ein bisschen rotteln. Jetzt kommen gleich die Zapfen, ein bisschen noch. Ja, und jetzt hat es gekoppelt. Gut, und jetzt sind Außen- und Innensteuerstand gekoppelt. Jetzt bitte Dynama-Leine wieder anziehen. Jetzt entkoppeln wir das System wieder, bringen Zug hier. Das Ding wird gegen die Feder gedrückt und der Innensteuerstand wird wieder mechanisch entkoppelt. Die Zapfen werden jetzt nach oben gezogen, bisschen noch. Und seit wir das umgebaut haben, haben wir ein paar Millimeter Spiel und das reicht jetzt, dass es klappt. Haben wir gut gemacht, super, danke. Programmieren gerade unsere Funke. Die ist zwar auch genauso alt wie das Boot, also 9 Jahre, aber der Voreigner hatte keine ARTIS, also nicht die BIN-Nummer und auch nicht die MSI einprogrammiert, sodass wir es auch nicht einschicken mussten, um die zu löschen. Das muss man, das ist ja ein einmaliger Vorgang, das kann man ein einziges Mal programmieren und jetzt programmieren wir die gerade. Okay.
Also hier sind wir schauen, dass wir alles durchgucken, dass wir wissen, wo Dinge sind, wenn irgendwas passiert oder wenn man irgendwo ran muss. Wir sind jetzt im Bereich Batterieblock. Das da ist die 70 Ampere-Stunden 12 Volt natürlich Starterbatterie. Und dann haben wir insgesamt dreimal knapp 100 Ampere-Stunden Verbraucherbatterien, also krass gut installiert auch. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einer Batterieüberwachung. Das geht natürlich vom Pluskabel mit einer Einzelsicherung ab. Das ist das da. Und das ist die Batterieüberwachung. Und die gibt es leider noch nicht bei der Starterbatterie. Das wollen wir noch irgendwie hinbekommen. Außerdem sind die Batterien jetzt dann bald eben 10 Jahre alt. Und da hatten wir beim Refit gehört, dass da neue drin sind. Die sind aber noch nicht drin, weil die das erst beim eigenen Wechsel vorhatten reinzumachen. Das heißt, da kommen jetzt eben neue AGM-Batterien rein, selbe Kapazität und auch eben AGM. Und was tatsächlich auch noch Hammer ist, hier sieht man noch die geniale Installation. Wasser, Rot Warmwasser, Grün Kaltwasser. Hier der ummantelte und gedämmte Heizungsschlauch und hier hinten ist dann noch der Zugang zu den Kielbolzen. Das nehme ich dir mal ab. Der Zugang zum Kielbolzen. Die sind hier auch richtig krass gut zugänglich. Wenn man sie anschaut, da ist noch vom Voreigner ein DVB-T UKW-Kombi-Antenne eingebaut und ansonsten hat mir einen Blick auf die Kielbolzen und kommt eben auch hin, wenn irgendwas noch wäre. So, haben wir geschafft. Wir versuchen ja das Boot jetzt richtig kennenzulernen, dass wir auch, wenn irgendwas ist, halt wissen, wo die Sachen verbaut sind. Das macht ja durchaus auch Spaß. Wir sind jetzt in der Vorkabine und hier ist ein großer Niro, also nicht rostender Stahltank, der gerade so ein bisschen auch geklungen hat. Das ist der Wassertank, davor ist Bugstrahlruder und hier ist der Fäkalientank, auch ein Niro-Tank und dann haben die hier so speziell jetzt ein 300 Liter übrigens, so einen speziellen Ultraschall-Tankgeber, das heißt, der macht wie beim Echo oder beim Ultraschall eben, der tastet den Tank ab nach dem Füllstand. Das hier ist eben der Fäkalientank und das Gute ist, da ist eine ganz kurze Zuleitung nur vom WC, deswegen ist der auch nicht so verstopfungsanfällig und dann wiederum entweder eine Ausleitung, Decksabsaugung oder ab unten raus, da muss ich dann nochmal pumpen. Die Wasserleitungen sind neu eingezogen worden und jetzt sind die Schlauchstellen, das sind ein paar Tage her und bei ordentlich Wind ein Turn, sodass wir jetzt, ich kontrolliere alle Schlauchstellen nochmal, alle doppelten und ziehe die nochmal an und außerdem mache ich mich nochmal mit dem ganzen Boot vertraut, wo die Bordsdurchlässe sind und wie die Schläuche eingezogen sind, um dann Bescheid zu wissen, falls mal irgendeiner ein Problem hat. Genau, also wir sehen uns. Hat noch das hier auf. Da kommt der Schritt. Aber professionell den Filter geöffnet. Ja, genau. Und das ist der Kühlwasserfilter, also der Seekreislauf-Kühlwasserfilter. Und da ist ein bisschen Meerestiere. Das versuchen wir jetzt heute Abend mal schön anzubraten. Und dann gibt es lecker Essen heute Abend. Das stammt aber wirklich aus dem Filter, ohne Witz. Und jetzt haben wir einen neuen, das war auch ein alten, irgendwie der Deckel und so war alt. Haben jetzt einen neuen Deckel, einen neuen Ohrring reingemacht. Ich habe den Deckel auch beim Ausbauen leider geschrottet. Und der Mirko vom Marina Shop hatte Gott sei Dank noch einen einzelnen Deckel, den er nicht spediert hat, sondern den wir dann eben gekauft haben. Haben den drauf gemacht und jetzt kann man eben schön sehen, wie der Seewasserkreislauf da reinblubbert. Und das ist eins dieser tollen Sachen, finde ich, an unserem Boot, dass man damit einmal Backskistendeckel aufmachen sofort eben schauen kann, ob der Seewasserfilter verträgt ist und ob das Ganze eben funktioniert. Das ist schon mega genial. Hier ist Wasser im Bereich der Logge und jetzt gibt es natürlich den uralten Trick. Was mache ich, um zu gucken, ist es hier undicht oder kommt es von Kondenswasser oder von irgendwas anderem, Schwitzwasser. Tja, einmal hier drauf und dann ist eindeutig Süßwasser. Und das ist schon mal super an der Stelle. Kommt es vielleicht, weiß nicht, vom Schwitzwasser oder von irgendwo her. Auf jeden Fall kein Problem. Da ist ein Teil der Elektrik verbaut. Mit dem Schaltkasten. Ist auch schön aufgeräumt. Kommen wir gut zurecht mit einem Schaltplan noch dabei. Das gleiche hier dann, aktiver Radarreflektor, Standheizung und auch dahinter wieder die Installation schön verbaut. Ja, wie gesagt, das war's jetzt auch schon mit unserer letzten kleinen Folge zum Osterturn. Und nächstes Mal geht's, wie ich das ja schon bereits erwähnt habe,
weiter mit unserem tollen Turn in die Schlei. Und da haben wir wirklich einen Haufen tolle, gigantische Aufnahmen gesammelt. Und hier gibt es schon eine kleine Preview.